Also ich bin jetzt gebeten worden, eine kurze Einführung zum Künstler und seinem künstlerischen Werk zu geben. Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist einfach, man muss sich die Ausstellung anschauen, weil ich auch glaube, dass das Werk von Rudolf Stingel immer etwas mit Erfahrung zu tun hat. Für mich persönlich ist Rudolf Stingel seit sehr, sehr vielen Jahren einer der außergewöhnlichsten Künstler in der zeitgenössischen Kunst, aber es ist immer auch ein Werk, das, was man auch hier sieht, was seit 30 Jahren eine künstlerische Haltung auch manifestiert. Und wenn ich sage, man muss es gesehen haben, sage ich das deswegen, weil es nicht nur in der Anschauung eben von Bedeutung ist, sondern auch in dem, welche Gefühle, welche subjektiven Reaktionen seine Arbeiten hervorrufen. Retrospektiven sollte man, glaube ich, erst dann machen, wenn ein Künstler noch älter ist als Rudolf Stingel, und dann hätte es auch sicherlich viel mehr Raum gebraucht. Aber wir haben uns schon sehr viel Zeit gelassen, wie auch Rudolf Stingel sich für seine einzelnen Arbeiten sehr viel Zeit lässt, um es dann doch zu schaffen, in 9 Seelen den Fokus sozusagen, den Herzschlag seines Werkes in der Form zu präsentieren, dass auch die Menschen, die jetzt das Werk noch nicht so gut kennen, einen sehr guten Eindruck gewinnen können. Die Vielfältigkeit seines Werkes, die sich aber einer programmatischen Haltung verdanken, sind jetzt hier dann doch alle zu sehen, ohne dass es gleich eine Retrospektive wird. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, und ich habe nun sehr viele Ausstellungen von Rudolf Stingel gesehen, ich selbst habe bereits 4-mal mit ihm zusammengearbeitet, aber diesmal hatten wir wirklich als Ziel, auf die Räume hier in der Fondation eine sehr besondere Ausstellung zu machen und vor allen Dingen das Spektrum seines Werkes anhand von 30 wirklich ganz herausragenden, wichtigen Bildern zu zeigen, die oft sehr großformatig sind. Es ist also überhaupt keine kleine Ausstellung, sondern es ist eine große Ausstellung, und man bekommt einen sehr guten Eindruck über das, was diesen Künstler in seiner Idee von Malerei bewegt. Und es war ein langer Prozess, über 1,5 Jahren zu den Entscheidungen zu kommen, wie verbinden sich auch die einzelnen Arbeiten, welche Verwandtschaft haben sie auch zueinander, sowohl die figurativen wie die abstrakten. Was hat denn jetzt der Fuchs mit einem Bergpanorama zu tun? Was hat das Bergpanorama mit einem großen abstrakten Bild zu tun? Und sie sind nicht nur seelenverwandt, sondern sie verdanken sich wirklich einem genetischen Code, möchte man sagen. Ein Stingel ist ein Stingel. Der Prozess, wie seine Bilder entstehen, und wichtig ist es zu wissen, alles, was man hier sieht, sollte man wirklich unter dem Attribut der Malerei betrachten. Selbst wenn seine Werke manchmal so die traditionelle Vorstellung von Malerei verlassen, wie in seinen Teppicharbeiten oder in seinen dann doch sehr materialbehafteten Arbeiten. Interessant ist, man braucht gar nicht so viel über die Prozesse zu wissen, wie sie entstehen, weil die Werke auch immer verführen, dem Prozess auf die Spur zu kommen, wenn man die Werke sieht. Und natürlich, was heißt natürlich? Nein, es geht ihm auch immer darum, zeitliche Aspekte sichtbar zu machen. Er zeigt zeitliche Spuren, er zeigt Werkspuren, egal ob es abstrakte Arbeiten sind, ob es figurative Arbeiten sind. Und ganz viele Arbeiten verdanken sich tatsächlich einer sehr frühzeitig beschlossenen Methodik, ein Bild erst mit Farbe zu bestreichen, ein Tüll drüber zu werfen, dann über das Tüll noch einmal zu sprayen, das Tüll wieder abzunehmen, sozusagen das fertige Bild zu enthüllen. Vieles ist tatsächlich ein er enthüllt eigentlich immer seine Werke dann. Stingel hat einen Bezug zur Architektur oder zum Raum. Ich glaube, jeder von uns hat ein Gefühl für Raum. Das fängt schon bei unserer Privatwohnung an. Wir beziehen nur eine Wohnung, wenn wir hoffen, uns darin wohlzufühlen. Und